Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute erreichen wir auf meinen Main Stufe 650 durch das Kalenderlevel ab. Ich musste das Video hier leider ein bisschen verschieben. Bei mir ist es jetzt gerade Dienstag, wo ich das aufnehme. Aber da jetzt ein paar andere Videos dazwischen kamen, ist das jetzt das letzte Video, was ihr von mir seht. In dem ich noch meinen Bart habe, ansonsten ist der jetzt schon ab. Ich musste das Ganze vorproduzieren, weil, wie gesagt, die Tage davor eben der Livestream und das Best-of dann davor kam und deswegen hier nochmal das letzte Video quasi dazu. Und genau, ich wollte euch in diesem Video so ein bisschen meine Pläne erzählen, weil wir ja jetzt einen neuen Meilenstein gleich erreichen und es dann nur noch in Anführungszeichen 50 Level sind bis Stufe 700. Und was ich da so vorhab, beziehungsweise was wir dann dort veranstalten werden. Und da ziehe ich das dann halt auch wirklich mal fest durch, was ich mir dann vornehme. So, wir holen uns jetzt unser Level up erstmal für Stufe 650 durch den Kalender abholen. 3, 2, 1, go! Und da haben wir es geschafft. Stufe 650 ist erreicht. Wir lassen es kurz auf uns wirken. Ja, es kommt wirklich selten vor, wenn man mal so ein schönes rundes Level erreicht. Ne? Alle 50 Level wird das Ganze immer sehr gefeiert. Jetzt der nächste Zwischenstep ist dann auf jeden Fall die 666. Ja, da wird es dann auch nochmal reinscheppern. Aber ansonsten ist das schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und wir drücken mal auf Weiter. Ja, und da haben wir es dann auch schon hier zu stehen. Die 650 sieht sehr cool aus. Nächstes großes Ziel, dann auf jeden Fall die Stufe 700. Und da bin ich dann auch schon sehr gespannt. Und was ist mein Ziel? Was werden wir machen? Ja, ich habe ja in vergangenen Challenges, beziehungsweise in vergangenen Elevators, beziehungsweise Legendary Dungeons, so darauf wollte ich hinaus, habe ich gesagt, ey, ich will hier und da, möchte neu equippen, möchte eine neue Waffe, so ab Stufe 650 mache ich neue Equipung. Das habe ich alles mehr oder weniger aufs Eis geworfen, weil ich gemerkt habe, so okay, das bringt mir jetzt persönlich nicht wirklich viel zum aktuellen Stand, was so das Equipment angeht im Verhältnis zu den Statpunkten, die ich habe. Ne? Es gibt ja einmal die Basis-Statpunkte, das ist das Gold, was ich jetzt hier verskille. Sind quasi die festen Statpunkte, die niemals weggehen und sozusagen die dauerhaften Statpoints, die man hat, und dann halt eben die temporären, worunter halt eben die Edelsteine zählen, das Equipment, die Verbesserungen da drauf, das ist alles temporär und kann man immer nach Belieben ausgetauscht werden. Es ist halt nur die Frage, wann macht es denn Sinn, überhaupt das Equipment auszutauschen. Und da hatte ich gesagt, auf Stufe 650 werde ich das tun. Ich hatte auch mich mit 600 mal gesagt, hatte ich da irgendwie gesagt, ich mache mal eine neue Equipung. Hatte ich auch teilweise gemacht, aber ich glaube auch nicht komplett. Und was mir jetzt halt richtig krass fehlt, ist halt so eine neue Waffe. Ne? Wenn man jetzt hier so ein bisschen mal im Waffenladen schaut und sich einfach mal den Durchschnittsschaden zum Beispiel anschaut, wo das Ganze hingehen kann, ich sag mal plus 200 Durchschnittsschaden mehr, ist schon ordentlich, würde ich mal sagen. Ne? Und auch anhand der Ehrenhalle, wenn wir uns jetzt mal vergleichen mit anderen Leuten und deren Waffen uns anschauen und uns mal im Verhältnis dazu auch das Level reinziehen, was die haben, dann sieht man schon, da kann ich mich gerade selbst verglichen, auch lustig, die 306, ne, aber der ist ja halt auch schon deutlich über uns. Dann sieht man aber auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall hinterherhängen, was so die Waffe angeht. Ne? Die anderen sind da schon ein bisschen aktiver. Guck mal, sogar 621er hier, der Ravnix, hier bei uns in der Gilde, hat eine stärkere Waffe in dem Sinne, als ich sie habe. So, ne? Und vom Durchschnittsschaden her, beziehungsweise vom Damage hier unten, sieht man halt, dass die Leute schon deutlich über mir sind, obwohl ich eigentlich mehr Intelligenz habe als die Leute. Sind sie trotzdem vom Schaden her, hier sieht man es auch nochmal deutlich, der Intelligenzwert und der Schadenswert durch die Waffe bedingt halt, ist extrem enorm so, ne? Und ich hatte mir gedacht, hey, vielleicht auf 650 mache ich eine neue Equipung, aber ja,
es lohnt sich jetzt im Verhältnis, finde ich, nicht so. Ich konzentriere mich mehr darauf, meine Ressourcen anzusammeln und dann alles auf Stufe 20 mit einmal hochzuziehen und mich halt mehr auf die Basispunkte zu konzentrieren. Jetzt ist es halt so, ich werde noch 50 weitere Level warten, bis ich eine komplette Voll-Equipung mache. So, ne? Ob sich das jetzt lohnt oder nicht, muss jeder für sich selbst wissen. Es liegt im Auge des Betrachters. Manche würden sagen, okay, man kann so circa sagen, wenn die Waffe jetzt, sagen wir mal, 5% besser ist als die Waffe, die du jetzt momentan hast, dann sagen manche, ja, das ist ein guter Step, wo man sagen könnte, okay, jetzt kann man das wechseln. Beim restlichen Equipment müsste es eventuell 10% besser sein als das Item, was du jetzt besitzt, zu dem neuen Item, was du bekommst. Und das ist eventuell hier und da vielleicht dann immer noch nicht der Fall. Deswegen, wenn man so einen hohen Account hat, dann kann man sich auch 3 Jahre nicht equippen und du bist dadurch jetzt nicht automatisch schlechter. Ne? Du zögerst halt nur so ein bisschen deine Umequipung raus, weil es sind ja immerhin immer noch temporäre Statpunkte, die du jederzeit wieder neu auffrischen kannst. Was halt, wie gesagt, zählt, sind halt eben die Basis-Statpunkte hier. Ne? Das ist halt eben das, worauf es am Ende des Tages ankommt. Man hat es ja zum Beispiel auch bei Derafin gesehen. Der hatte, ich weiß gar nicht, wann er seine Aufholjagd gestartet hatte. Auf jeden Fall war er schon ganz, ganz weit ab vom Schuss. Ich glaube, irgendwo in den 30ern, 40ern, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte Derafin dann irgendwann gesagt, jo, ich mache hier eine komplette Neuequipung und hatte selbst gar nicht, glaube ich, damit gerechnet, dass er so weit oben steht. Aber es hat ihn auf jeden Fall wieder, ja, in die Top-Ränge zurückbefördert, so, ne? Aber das kommt halt auch eben nur daher, weil er halt auch in der Zeit, wo er nicht sich aktiv umequipped hatte, weiterhin aktiv trotzdem durchgegrindet hat und halt weiterhin auch die Stat-Punkte gesammelt hat. Hätte er das nicht gemacht, würde er jetzt nicht dastehen. So, ne? Jetzt kommt halt eben noch seine Trumpfkarte hinzu, die er ausgespielt hatte. Und zwar hatte er sich dann nach 3 Jahren oder so, ich weiß es nicht, komplett neue Steinchen, komplett neues Equipment hinzugefügt und kann halt jetzt eben davon profitieren. Das möchte ich auch. Denn meine Verbesserungen sind eben auch nicht so gut im Verhältnis zu den anderen Verbesserungen, die die Leute hier auf dem Server bereits haben. So, ne? Hier haben wir zum Beispiel überall 19er Verbesserungen, teilweise 20er auf der Waffe. Ne? Hier haben wir überall 19er Verbesserungen, was auch sehr strong ist. Okay, hier ist es ungefähr so even, teilweise aber besser, weil ich habe, glaube ich, überall 15er, ne? Wenn wir mal nachschauen, ich habe überall, glaube ich, 15 drauf. Ja, so. Und da sieht man halt, dass in den Top-Rängen auch viele Leute teilweise ihre Equipments sehr stark verbessert haben. Hier manche auch nicht so, manche sparen sich das auch weiterhin an. Ich habe für mich entschlossen, es wird für mich Zeit, meine gesparten, mein angesammeltes Sammelsurium an Ressourcen, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, ausgeben werde und mich einmal komplett neu equippe und das wird halt ab Stufe 700 sein. Ja? Also wenn ihr mich bis dahin noch verfolgen solltet, dann könnt ihr das sehr gerne mit mir miterleben, was das dann für einen Stat- und Damage-Boost ausmacht und ich bin da selbst sehr gespannt, weil wir sind ja jetzt schon teilweise wirklich sehr krass behind, was jetzt auch zum Beispiel die Waffe angeht. Jetzt packt da nochmal einfach 50 Level mehr drauf. Dann ist das ganze Ding over. Ja? Ich bin jetzt momentan immer noch so sehr am Schwanken. Ich bewege mich zwischen 1 und 4 vom Rang her. Ne? Ich bin sehr häufig nicht in der IHOF vertreten, manchmal schon, so wie heute. Das ist jetzt zufällig gewesen, weil ich war gestern auch schon in der IHOF. Aber das ist wirklich sehr zufällig hier. Ne? Und ja, durch dieses neue Equipment, also durch die neuen temporären Stat-Punkte, wie gesagt, die sind ja nur temporär, ne? Die sind ja auch irgendwann wieder outdated, deswegen sind sie ja temporär. Ne? Die Basis-Stat-Punkte kann dann nachher keiner mehr nehmen. Ja, wird es mir dann halt eben auch temporär möglich sein, wahrscheinlich mich in der Ehrenhalle deutlich zu verbessern und eventuell auch ja, ein bisschen dauerhafter, beziehungsweise stagniere ich dann ein bisschen länger auf Platz 1 und es wird schwieriger, mich zu besiegen. So, ne? Und ja, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was ich jetzt hier bisher gespart habe, weil ich wollte ja mit meinen
Kristallen und Metallen warten, bis ich alles mit Mal auf Stufe 20 ziehen kann. Und ihr müsst ja zusammenrechnen, jedes einzelne Item hier, da sind ja auch schon enorme Ressourcen drauf, ne? Wenn man sich das mal hier alles zusammenrechnet, ne, dann kommen wir da auch auf ein gutes Sümmchen. Hier sind wir zum Beispiel schon, ne, bei einer Million an Metallen und Kristallen roundabout. Ne? Hier bei den einzelnen sind wir hier bei einer halben Million an Kristallen, die hier alle auf den Items drauf liegen, ne? Durch diese 15-mal Verbesserung. Und die werden natürlich dann auch alle zerlegt und angesammelt und zu meinem Pot hinzugefügt für halt eben die Neuequipung auf Stufe 20. Also zeige ich euch jetzt mal, was wir hier jetzt gesammelt haben. Wir haben jetzt insgesamt 10,5 Millionen Kristalle und 10,6 Millionen Metalle, plus halt eben noch das, was hier durch diese Items hier noch hinzukommt, plus dann auch noch obendrauf wird ja auch noch einige Zeit vergehen, bis ich Stufe 700 erreiche. Dementsprechend werde ich in der Zeit noch mehr Ressourcen ansammeln können, um halt dann früher oder später meine Verbesserungen so gut wie möglich zu absolvieren. Mit den Stufe 700er Equipment möchte ich dann wirklich auch 20-fache Verbesserungen haben. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel bis dahin. Ob ich das erreiche, weiß ich nicht. Ich bin es jetzt bisher noch nicht so ganz durchgegangen, rechnerisch, ob sich das ausgeht, bis Stufe 700 genug anzusammeln oder ob ich jetzt schon genug habe, alles auf 20 instant zu ziehen, weil die Items kosten nachher auf Stufe 700 natürlich auch mehr Kristalle und Metalle, als sie das jetzt tun auf Stufe 650. Das kommt ja dann auch noch mit dazu. Kann man sich alles ausrechnen? Habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht. Ich werde mich einfach überraschen lassen. Aber falls ich das nicht instant alles auf 20 ziehen sollte, mit den Ressourcen, die ich habe bis dahin, bis Stufe 700, dann werde ich auch die Items, die mir noch fehlen, auch auf Stufe 20 verbessern, sodass ich dann mal irgendwann Gebrauch machen kann von dem, was ich mir hier eigentlich jahrelang anspare. Weil, wenn wir ehrlich sind, dieses Feature mit dem Schmied und so, diese ganzen Ressourcen, die ich immer sammle, durch auch Legendary Dungeons und durch die Events und so, ich benutze die eigentlich nie. Das ist ein Feature, was ich nie wirklich nutze, weil ich nur am Sparen bin. Ich bin nur am Sparen und ich gebe eigentlich nie aus. Das heißt, viel Fun in dem Sinne habe ich eigentlich mit dem Feature nicht, weil ich halt nur am Sparen bin so. Und jetzt möchte ich mal irgendwann auch so ein bisschen die Früchte davon ernten und das Ganze umwandeln in halt eben Statpunkte. Ja? Und das wird halt mit Stufe 700 passieren. Und da bin ich dann halt auch eben sehr gespannt drauf, ne? Was da denn so rauskommt. Da möchte ich mich auf jeden Fall dann überraschen lassen und sehen, was das Ganze für einen Unterschied hat. Das heißt, die nächsten Legendary Dungeons, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich werde da auch die neuen Items, wenn es welche geben sollte, auch immer mitnehmen. Das ist ganz klar, alleine schon für die orangen Edelstein-Chancen in der Mine und so. Das sollte, denke ich mal, klar sein. Und auch ressourcentechnisch ist es ja auch ziemlich spannend, sag ich mal, durch die Legendary Dungeons durchzugehen, beziehungsweise halt auch wegen den Ressourcen, ne? Weil der Legendary Dungeon ja auch gut Ressourcen einbringt durch die ganzen Epics, die man bekommt und so. Die kann man alle umwandeln, gibt gut Kristalle und so. Ich meine, jetzt bekommt man auch gut Kristalle durch den Würfelspieler jetzt hier davon abgesehen schon, ne? Aber das ist auf jeden Fall das, was ich so vorhabe. Ne? Wie gesagt, ob sich das jetzt für einen selbst lohnt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Manche würden mir vielleicht raten, wart mal noch lieber, keine Ahnung, noch ein Jahr länger oder so. Oder warte bis Stufe 750, 800. Aber ich bin ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr irgendwann zu warten. Weil irgendwann möchte ich halt auch, wie gesagt, ein bisschen Spaß dran haben, an dem, was ich halt hier so im Hintergrund die ganze Zeit sammle, an diesen Ressourcen und so. Ne? Ob das jetzt nun optimal gespielt ist oder so, ist für mich in der Situation zweitrangig. Ich möchte zwar mein Char so gut es geht, so optimal wie möglich spielen, auf jeden Fall, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt, glaube ich, schon, wie lange renne ich jetzt hier schon mit diesen 15-fachen Verbesserungen rum? Bestimmt 2-3 Jahre oder so.
wo ich die Items nicht mehr angefasst habe, beziehungsweise nicht höher als bis Stufe 15 gebracht habe, um halt eben meine Ressourcen zu verschonen. So, ne? Und jetzt möchte ich halt mal irgendwann halt auch so ein bisschen, ja, und das wird mit Stufe 700 sein, ein bisschen das Ganze auch, ja, mich selbst quasi belohnen, dass ich jetzt hier, sag ich mal, so lange ausgehalten habe, nicht mit Stufe 20 Verbesserung umherzugurken, weil irgendwann früher oder später wird jeder mit 20er Verbesserung umherdüsen, weil irgendwann früher oder später jeder so viele Ressourcen angehäuft hat, dass man immer alles irgendwo auf Stufe 20 dann verbessern kann. Ne? Und deswegen, ja, ist für mich der Zeitpunkt auf jeden Fall mit Stufe 700 gekommen, dass ich da mir neues Equipment hole. Da wird auch die neue Waffe für mich dann erscheinen, die bis dato dann noch besser sein wird. Und da werde ich dann quasi meine Trumpfkarte ausspielen. Und dann bin ich gespannt, wie Pfeil und Bogen, wie ich das Ganze hier, oder was ich für krasse Verbesserungen bis dahin dann erlangt habe und was mir das denn für einen Damage Boost geben wird auf der Stufe. Ne? Wenn euch das auch interessiert und ihr dabei sein wollt, wie ich Stufe 700 erreiche und mich komplett neu equippe, auf den darauffolgenden Legendary Dungeon dann natürlich, ne, muss man gucken, wie sich das denn verhält, wie ich das abpasse mit Stufe 700 und der nächste Legendary Dungeon, das weiß ich jetzt noch nicht. Ne? Falls ihr da dabei sein wollt, dann würde ich euch sehr empfehlen, hier auch ein kostenloses Abo abzuschließen, um das Ganze nicht zu verpassen. Ansonsten war es das soweit von mir, meinen Plänen mit Stufe 700. Und ja, jetzt haben wir ja erstmal 650 als kleines Zwischenziel erreicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte da euch ein bisschen so meine Gedankengänge erklären. Und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.